Und wie realistisch das Ganze ist, darüber wollen wir sprechen. Zugeschaltet ist jetzt der Politikwissenschaftler Professor Oliver W. Lemke von der Ruhr-Universität in Bochum. Herr Professor, wir grüßen Sie. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Friedrich Merz baut also jetzt die nächste Brandmauer auf, nach der AfD, jetzt auch zum BSW. Zur Linken gibt es ja ebenfalls einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Mit wem könnte die CDU im Osten denn dann überhaupt noch eine Koalition bilden? Die Ampelparteien kommen ja wegen ihrer Schwäche auch kaum noch in Frage. Völlig richtig. Die Ansage von Merz bedeutet maximaler Stress für die Parteiführer in dem Osten der Republik, weil sie im Prinzip in ihren Machtoptionen zur Regierungsbildung maximal eingeschränkt sind. Also im Klartext heißt es für Brandenburg, vielleicht gibt es noch Kenia, möglicherweise in einer anderen Konstellation, aber für Sachsen und für Thüringen heißt es im Klartext Minderheitsregierung. Ja, es gibt keine Möglichkeit mehr rechnerisch dann, nach dem jetzigen Stand, eine Regierung unter Führung der CDU jedenfalls bilden zu können. Und das erklärt auch, warum wir sofort Herrn Kretschmer und Herrn Vogt mit einer gewissen Gegenrede auch gehört haben. Interessanterweise übrigens auch Herrn Wüst. Jetzt fragt man sich schon, Friedrich Merz ist ein sehr erfahrener Politiker. Er weiß um solche Spielchen. Warum macht er dann so eine Aussage? Welches Kalkül, glauben Sie, steckt dahinter? Das ist eine gute Frage. Ich würde denken, er hat das so bewusst gesagt, als er es gesagt hat, dass man annehmen möchte, es ging ihm nicht nur darum, deutlich zu machen, dass es keine großen inhaltlichen Schnittmengen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht gibt. Ich meine, das wussten wir auch schon vorher. Man kann über die Migrationspolitik reden, striktere Migrationspolitik, das kann man sich zwischen Union und BSW vorstellen, aber ansonsten sieht es ja ein bisschen schlecht aus, ne? Aber das kann ja nicht der Grund gewesen sein. Und warum jetzt auch? Und eigentlich bleibt da nur die Möglichkeit, entweder hat er einen Fehler gemacht, dann hat er unnötig Spannung innerhalb seiner Partei erzeugt und wird dafür sicherlich auch Druck bekommen. Oder er wollte bewusst diese Option abräumen, gerade auch für den Osten, gerade auch übrigens für Thüringen. Und welches Kalkül steht dahinter? Naja, eine Brandmauer gewissermaßen gegen die Auflösung der Brandmauer. Ja, aus der Rubrik, wenn ihr den BSW für koalitionsfähig haltet, obwohl es weniger Schnittmengen gibt, verglichen mit der AfD, dann könnte man sich ja eigentlich auch gleich eine Koalition mit der AfD vorstellen. Dann kriegt er genau diese Diskussion, die er um jeden Preis vermeiden möchte. Also entweder was ein taktischer Fehler oder er will ganz bewusst diese Option abräumen. Aber man kann sich im Osten als Parteivorsitzender die Finger verbrennen. Das ist Frau Kramp-Karrenbauer mit Thüringen auch schon einmal passiert. Er sollte aufpassen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat ja die Extremismusvorwürfe von CDU-Chef Merz zurückgewiesen. Wie muss man den BSW denn grundsätzlich einordnen? Die gedankliche Russlandnähe der Namensgeberin, die ist ja schon recht auffällig. Ja, und heute auch in unappetitlicher Weise auch deutlich geworden. Das macht ja auch klar, warum sich der Merz das nicht nur aus den Fingern gesogen hat. Das ist ja auch ein Problem. Diese populistische Friedenspolitik, wollen wir sie mal nennen, unter Vermeidung von Allianzstrukturen, die für Deutschland wichtig sind, NATO, EU und so weiter. Das ist schon ein Problem. Und ansonsten ist der BSW natürlich eine sehr kluge strategische Aufstellung einer Repräsentationslücke. Eine Partei bietet an, auf der linken Seite Sozialpolitik zu machen und auf der rechten Seite eine striktere Migrationspolitik zu verfolgen. Und das bietet bislang keine Partei als eine Partei an. Man müsste sich immer als Wähler so ein bisschen fragen, was einem wichtiger ist. Und damit kann das Bündnis sehr richtig sozusagen appellieren an eine Wählerschaft, sagen wir mal, die Erwerbstätigen, der kleine Mann auf der Straße, Otto Normalverbraucher oder so, der fühlt sich dadurch schon angesprochen. Er findet beides attraktiv. Und diese Mischung sozusagen, so ein bisschen Anti-Amerikanismus und Russlandnähe dazu, das resoniert natürlich noch mal mehr stark auch im Osten. Deswegen ist auch das Bündnis im Osten so stark und ein wichtiger Akteur. Ich meine, aus dem Stand über 5%, was ja gar nicht notwendig gewesen wäre bei den Europawahlen, und dann doppelstellig 15% und mehr womöglich in den ostdeutschen Ländern. Das ist wirklich schon eine Hausnummer. Und das ist ein ganz wichtiger Akteur, der ist ja auch angetreten als eine anständige Alternative zur Alternative, um Koalitionsoptionen anzubieten, die Merz jetzt abgeräumt hat. Und jetzt werden wir mal sehen, wie er da von dem Baum wieder runterkommt. Ja, diese Koalitionsoption, die kennt natürlich auch der thüringische CDU-Fraktionschef Vogt. Den haben Sie gerade schon angesprochen, hat ja auch schon durchblicken lassen, dass er das gar nicht so eng sieht mit dem BSW wie sein Parteichef hier in Berlin. Halten Sie es denn für möglich, dass sich Herr Vogt im September nach der Landtagswahl einfach mal über die Ansagen von Merz hinwegsetzt?
Ich denke, man wird vorher doch einen Formelkompromiss finden. So aus der Rubrik Bund ist das eine und Land ist das andere. Also ich denke nicht, dass es eine Konfrontation vor den Augen des Publikums ausgetragen wird. Also ich halte das für absolut möglich. Es war ja ein beredtes Schweigen. Ja? Alles Mögliche ist von Mario Vogt ausgeschlossen worden, aber zum Bündnis hat er immer relativ wenig gesagt. Und jetzt liegen die Karten ja klar auf dem Tisch. Jetzt ist doch klar, was Kretschmer und was Vogt beide im Sinn haben. Sie hoffen in gewisser Weise, dass ihre eigene Stärke mit der Stärke der BSW eine Option bedeutet, sodass man sich nicht weiter über die AfD Gedanken machen muss. Das ist, finde ich, seit dem heutigen Tage absolut klar geworden. Und endlich weiß man es mal, weil man jetzt nämlich als Wähler auch klarer weiß, was man bekommt, wenn man die CDU wählt. Übrigens, das muss gar nicht ein Nachteil für die CDU sein. Ich würde eher sagen, sie hat bislang an dieser Vernebelung der Machtoption eher gelitten. Dass jetzt deutlicher wird, wie sie sich eigentlich eine Gestaltungsmacht vorstellen könnte, jedenfalls in diesen beiden Bundesländern Sachsen und Thüringen, das ist doch immerhin eine Klärung, die vielleicht auch, sagen wir, die Attraktivität der CDU selber in den beiden Ländern erhöhen könnte. Es werden auf jeden Fall sehr, sehr spannende Wahlen. Danke schon mal für Ihre Analyse, Herr Lemke. Gern.